Heute mit dem Musikbiopic Get On Up, ein Film über das Leben der Soul- und Funk-Legende James Brown. Schauspieler im Film sind der geniale und unvergessene Chadwick Boseman, der James Brown spielt. Wir kennen ihn aus The Black Panther und den Avengers-Filmen. Ein eher unbekannterer Nelson Ellis, der seinen besten Kumpel und auch Mitstreiter in dem Musikunternehmen Bobby Bird spielt. Und wahrscheinlich auch Dan Aykroyd, der einen einflussreichen Music Manager und Vertreter, der James Brown mit pushte, spielt. Ben Bard spielte, den wir aus Blues Brothers und Ghostbusters kennen. In was für einer Machart oder in was für einer Tradition steht der Film Get On Up? Tja, er ist so im Stile gemacht von Blues Brothers, Great Balls of Fire, Die Commitments, Ray, Walk the Line oder Bohemian Rhapsody. Wenn euch also einer dieser Filme gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass euch auch Get On Up gefällt. Was wirklich schön wäre, weil der Film Get On Up leider sehr an den Kinokassen und auch an, sagen wir mal, an der Teilnahme durch das Publikum, an der Resonanz durch die Medien. Der Film wurde nicht wirklich wahrgenommen, hatte ich das Gefühl. Er ist, man würde heute sagen, sang- und klanglos untergegangen. Nachdem so viele Musikfilme in den letzten Jahren wie Walk the Line oder Bohemian Rhapsody so erfolgreich waren die Produzenten, glaube ich, sehr enttäuscht darüber, dass Get On Up nicht in die ähnlichen Fußstapfen treten könnte, gerade weil es sich auch um so ein wichtiges Biopic handelt über eine Musiklegende, die nicht unumstritten ist. Also Tate Taylor, der Regisseur von The Help, hat ja noch nicht so viele Filme gemacht, recht gute. Ne? The Help ist ein richtig toller Film, aber er hat noch nicht so viele Werke gemacht, aber das verspricht mehr. Wenn er es schafft, in den nächsten Jahren weitere Filme in diesem Stil zu produzieren, dann wäre das echt ein Gewinn für die Filmindustrie. Ja? Weil wir brauchen gute Geschichtenerzähler und das ist es, was Get On Up in erster Hinsicht auch macht, auch wenn einige Musikexperten von euch sagen werden, ja, da haben sie aber ein paar Sachen zusammengeschmissen und da haben sie ein bisschen was ignoriert und da haben sie ein bisschen was zusammengestaucht. Ja, das ist bei Biografien, aber in Filmform in der Länge immer. Ne? Also da könnt ihr auch eine Biografie über Napoleon nehmen, die ist genauso gestaucht und gestückelt wie andere Sachen auch, weil man alle Facetten des Lebens einer Person nicht gerecht werden kann in 100 Minuten. Deswegen ist es umso schöner zu sehen, dass gute Filme, richtig gute Filme, ne, wie Bohemian Rhapsody oder Walk the Line, es schaffen, dann einem aber über diese Person in diesem Spielzeitraum einen Eindruck zu vermitteln, was diese Person in ihrem Leben so geprägt hat, was sie vorangetrieben hat, was ihre Leidenschaft war, ihre Liebe, ihr Hass, ihre Wut, ihre Enttäuschung, ja. Das schafft ein guter Film, ein sehr guter Film muss es schaffen, das auf den Punkt zu bringen für den Zuschauer und am besten nachfühlbar. Und das ist ja oft immer ein Problem bei aktuellen Filmen. Entweder sind die Storys Plagiate oder sie sind einfach zu grob mechanisch ja, zusammengefügt. Ne? So, man hat sich so einen Baukasten bedient. Und Get On Up ist zum Glück eines dieser Filme, der das nicht tut. Was wahnsinnig tragisch wäre, weil es um einen Menschen mit viel Soul geht, mit viel Seele. Ne? Den Witz werden die Musikexperten unter euch jetzt natürlich verstehen. Es ist ein trivialer Witz, aber genau darum geht es in dem Film. Es geht um die Soul, die Seele von James Brown. Ja, und was macht diesen Menschen aus? Was hat ihn angetrieben und was hat ihn zeitweise zerstört? Er wächst in schwierigen Verhältnissen auf, wird rumgeschoben, landet im Milieu, muss sich da hochkämpfen, landet im Knast, so viel kann ich mal vorwegnehmen, oder mehrmals im Knast, schließt sich Bands an,
bis er dann seinen Kumpel Bobby Bird trifft. Ich mache das jetzt alles sehr kurz, um nicht zu viel zu spoilern. Ja. Bis er seinen Kumpel Bobby Bird trifft, mit dem er zusammen so seine Soul- und Funk-Bands gründen wird oder auch die Bands gründen wird, die dann die großen Hits dann auch später mit ihm zusammen auf die Bühne bringt. Ne? Und dann tritt der Erfolg ein. Das heißt, als so eine gewisse Kombination an Leuten in der Band zusammen ist, die auch über Talent verfügen, fängt James Brown auch so an, seinen eigenen Stil zu entwickeln, auch den Funk zu entwickeln und zu erfinden. Ja, und dann kommen diese Hits wie Please, 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 Cold Sweat, Papa Got a Brand New Bag, den haben wir alle schon tausendmal gehört, den Song. It's a Man's World, ne? Muss man nichts dazu sagen, Sex Machine oder Living in America und solche Dinge. Ja, also James Brown hat viele, viele Soul- und Funk-Hits geschrieben, die wir alle kennen. Ja, umso trauriger ist es, dass es so lange gedauert hat, bis man eine Biografie ihm gewidmet hat, also ein Biopic, Hollywood-Biopic, weil das war schon viel früher angedacht. Es sollte schon vor 20, 30 Jahren schon mal welche geben und das ist nie wirklich umgesetzt worden. Ne? Es hat lange gebraucht. Vielleicht hat man auch länger gebraucht, um sich mit dem Stoff anzunähern. Denn James Browns Leben, und so viel sei auch vorweggenommen, ist auch nicht von vielen Fehlern frei. Ja, er hat einige Fehler gemacht, die er auch selber so in seinen Biografie sehr einfach zugibt. Ja. Sein späterer Missbrauch von Drogen, seine Neigung, sich auch mal zur Gewalt hinzureißen zu lassen, auch gegenüber seiner Frau und sowas. Diese Geschichten haben halt echt Furore gemacht. Dann in der Zeit, in der er erfolgreich war und in dem er aber immer wieder Probleme hatte, dann ab und zu auch aus diesen Kreisläufen, in denen er selber festsaß, auszubrechen. Ja. Also das ganz große Problem ist in der gesamten Geschichte von James Brown, dass er den Erfolg und diese ganze Energie und alles, was damit einhergeht, man muss dieses Leben, ne, man kommt aus einfachsten Verhältnissen, aus wirklich schwierigen Verhältnissen, kommt nach oben, sieht, wird reich, wird schnell erfolgreich, hat schnell viel Erfolg und solche Dinge, kriegt Geld. Damit muss man erst mal lernen, umzugehen. Und ganz allgemein wissen wir, ist das ein Problem von vielen Stars in ihrer Biografie gewesen. Wie geht man mit Erfolg um, wenn er denn da ist? Ne? Und er in seiner eigenen unnachahmlichen Art und Weise ist so eine Mischung aus Arbeitspferd. Ne? Er sagt, the hardest working man in Show Business. Das sagt er über sich selber. Er ist so eine Art Arbeitspferd und Rampensau auf der Bühne. Ja, er weiß, er stemmt die Show und er macht die. Und wenn er noch so voll besoffen ist und wenn er noch so viel Drogen genommen hat und wenn er noch so wütend ist, ja, und das ist das Schöne, das sehen wir in dem Film. Das sehen wir in dem Film, weil Chadwick Boseman spricht es zum Publikum durch die vierte Wand, durch die berühmte vierte Wand. Er spricht manchmal direkt im Film, das verrate ich euch noch, direkt zum Publikum und sagt, hey, so geht es mir gerade damit, das erlebe ich gerade, das ärgert mich oder das finde ich gut, das finde ich schlecht, das Leben ist so und so zu mir. Ja? Ihr versteht mich bestimmt, oder? Okay, hör zu. Und das macht diesen Film dann auch aus. Ja? Das gibt diesem Film unglaublich viel Authentizität und Integrität. Ne? Weil diese Figur nicht albern wird, sie wird nicht karikiert oder wird nicht in den Dreck gezogen, ja? Sondern man sagt James Brown, so wie er als Mensch war. Ganz fair, mit allen Stärken und allen Schwächen. Ja. Und deswegen ist das, was später dann auch passiert im Laufe des Films, was ich euch jetzt nicht mehr verrate, dann auch erklärbar. Was nämlich dann immer nur als Fragment in den letzten Jahrzehnten in der Presse war. James Brown war eine Schießerei verwickelt. James Brown hat mal wieder Drogen genommen und James Brown hat sich mal wieder geprügelt. Ne, so, das kann man alles in diesem Film sehen, warum vielleicht viele Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Nun die Fakten, die ich euch auch gerne bei Davids Filmwill präsentiere. Allerdings ausgewählte Fakten, nicht alles, weil das wäre zu viel und würde den Rahmen sprengen. Was gibt es Interessantes zu sagen über Get On Up? Das Budget lag bei 30 Millionen Dollar. Die Einnahmen leider nur bei 33,5 Millionen. Ja.
zumindest was die Kinoauswertung betrifft. Das war leider nicht so viel wie erwartet, was ich ja auch vorhin bereits sagte. Aber ja, das ist gerade jetzt die Chance, dem Film dann eine zweite Chance zu geben. Ne? Das ist jetzt gerade ideal, dass wir durch Streaming und durch Blu-rays und alles Mögliche ja die Chance haben, trotzdem den Film zu sehen und ihn nochmal auszuwerten. Produziert wurde er von Jack Films, unter anderem Jack Films waren noch ein paar andere Firmen beteiligt, eine Firma, die Mick Jagger gegründet hatte, der berühmte Rolling Stone. Ja, die Rolling Stones sind im Film zu sehen, so viel verrate ich, aber nicht, werden jetzt nicht von den Originalen gespielt, die sind zu alt, sondern sie tauchen so auch irgendwann in den 60ern auf bei einem Auftritt von James Brown und werden da von jungen Musikern im Film gedoubelt. Ja. Ihre Musik ist ja klar im Stil von Soul, Funk und Blues inspiriert. Das haben sie auch immer wieder in Interviews erwähnt, dass sie ohne diese Musik ihre Musik nicht hätten machen können. Ja. Und deswegen brachten sie auch das Geld für diesen Film mit auf, ja, da sie immer sehr edelmütig zugaben, dass James Browns Musik somit einer ihrer Hauptinspirationsquellen für ihre Musik gewesen sein. Ne? Und dass sie manchen musikalischen Hit, den sie geschrieben haben, auch ihm dadurch zu verdanken haben, weil sie von seiner unkonventionellen Art und Weise, wie er an die Songs ranging, ja, sich haben inspirieren lassen. Der Film ist ein Dank von den Stones an James Brown. Das, was ich euch jetzt erzähle, kurz, hat mich selber überrascht. Das war mir selber gar nicht so bewusst. Bei Chadwick Boseman wissen wir ja alle, dass er tragisch gestorben ist, vor einigen Jahren schon. Da werde ich gleich auch noch mal was dazu sagen. Ich wusste aber nicht, dass der zweite Hauptdarsteller des Films genauso jung und genauso, ja, also überraschend für alle, äh, nach den Dreharbeiten verstorben ist. Deswegen gebe ich euch mal kurz die Fakten an die Hand und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das gruselig findet oder nicht. Chadwick Boseman erlag überraschend am 28. August 2020, 43-jährig, Darmkrebs. 2016 war er diagnostiziert worden, hat es aber nicht öffentlich gemacht. Berühmt wurde er durch die Avengers-Filme und Black Panther, ne, das haben wir vorhin schon gesagt. Posthum erfolgten eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe gewann er. Ja. So, also er starb 2020 und ja, war damit, ja, 43 ist kein Alter, ne? Also darüber brauchen wir nicht zu reden. Sein zweiter Hauptdarsteller, wie ich ihn mal bezeichnen würde im Film, ist der Schauspieler Nelson Ellis, Nelson mit A. Ellis, der Bobby Bird spielt, ne? Das ist ein Bandmitglied und zweites Oberhaupt der Band. Er erlag überraschend am 8. Juli 2017, 39-jährig, einem Herzversagen. Bekannt wurde Ellis durch einen Auftritt in diversen Fernsehserien sowie im Kinofilm The Help von Tate Taylor. Ne? Deswegen hat Tate Taylor wahrscheinlich den auch hier für seinen Get On Up-Film gecastet. Ist ein toller Schauspieler. Ich finde beide wahnsinnig gut als Freunde, Busenfreunde und dann doch wieder mal Kontrahenten in gewissem Umfang, was ich jetzt nicht verraten möchte. Ja, als Freunde und dann wieder, ja, Antagonisten wäre zu viel, das wäre zu viel. Sie waren immer Freunde, aber sie waren enttäuscht voneinander und haben sich oft zerstritten und haben oftmals in der Meinung komplett ja, unterschiedliche Ansichten gehabt über das, wie man richtig verfahren sollte in der einen oder anderen Angelegenheit. Es ist überraschend, dass diese zwei Hauptfiguren, die so toll von diesen beiden Schauspielern gespielt wurden, dass diese beiden Schauspieler dann so recht schnell nach dem Film dann auch beide verstarben. Es gibt jetzt keine Vermutung im Internet, dass das irgendeinen übernatürlichen oder auch verschwörungstheoretischen Hintergrund hätte. Also da habe ich jetzt nichts gefunden. Das wird einfach als traurige Koinzidenz gesehen, ne? Was halt passieren kann. Es ist makaber, es ist traurig, dass zwei so geniale Schauspieler gleichzeitig und in jungen Jahren ihr Leben ließen, nachdem sie beide so einen starken gemeinsamen Auftritt
hingelegt haben und auch damit ein Erbe hinterlassen haben. Ne? Ich will es gleich vorneweg nehmen. Und das ist gar keine Wertung gegen Avengers allgemein. Aber ich finde die Leistung von Chadwick Boseman als James Brown noch grandioser als das, was er in Black Panther gezeigt hat. Weil hier imitiert er ja jemanden, den die meisten, die die Musik kennen oder die Videos von James Brown kennen, genau wissen, wie der agiert, redet, tanzt, singt, er etwas erzählt in Interviews. Ja. Das hat er grandios gemacht. Der Nelson Ellis mit seinem Vorbild Bobby Bird genauso. Ja. Deswegen finde ich die Leistung hier auch größer als eine Figur, die jetzt so eher dann ein unbeschriebenes Blatt ist, wie der Black Panther. Das ist eine fiktive Figur. Da kann man vieles reinlegen, was man möchte. Ja. Da ist es doch dann was anderes. Ja. Das dazu. Kommen wir zum dritten und letzten Fakt. Ja, wie ich bereits erwähnte, einer der weiteren Hauptnebendarsteller ist Dan Aykroyd im Film, der so einen kleinen Gastauftritt dann quasi hat als Manager. Und ja, man muss dazu wissen, was verbindet jetzt Dan Aykroyd mit James Brown. Es ist ganz einfach, als Dan Aykroyd seinen großen Durchbruch mit den Blues Brothers hatte, zusammen mit John Belushi, 1980 hatten sie ja alle alten Soul-, Funk- und Blues-Legenden eingeladen, in dem Film mitzuspielen. Also sie haben viele eingeladen, nicht alle konnten oder hatten Zeit, aber viele, wie ihr wisst, tauchen da drin auf. Ja. Und der Film war dann ein Kulthit, ein Riesenerfolg und gleichzeitig auch Kultfilm, der eine riesen Fangemeinde hinter sich herzog, was keiner erwartet hat. Ja. Und hat gleichzeitig auch den Funk, Soul und Blues wiederbelebt, weil danach sind viele nachweisbar auch Alben der Stars, die dort mitspielen, von Ray Charles bis James Brown bis Aretha Franklin, die waren plötzlich wieder in den Charts. Ne? Weil sie bei den Blues Brothers dabei waren und da einen Song mitsingen, ja, waren plötzlich ihre alten Alben wieder in den Charts. Und dann hat James Brown in einem Interview mal gemeint, er dankt Dan Aykroyd und John Belushi für einen Auftritt in Blues Brothers. Das hätte seine Karriere nochmal in die 80er gerettet. Ja. Finde ich gut, finde ich interessant und ich glaube auch deswegen ist Dan Aykroyd dabei im ganzen Film. Ich möchte jetzt nicht verraten wie, keine Spoiler bis jetzt. Das sehen wir auch eine Szene, wo Dan Aykroyd sich bedankt. Man sieht es an seinem Gesichtsausdruck. Ja. Also wo er sich umgekehrt bedankt, weil für die Blues Brothers war die Inspiration die Musik der 50er, 60er, 70er Jahre. Funk, Soul, Blues, Rock'n'Roll. Ja. Davon waren sie beeinflusst. Und es war so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ja, was ich wunderbar finde. Hier könnte es jetzt zu Spoilern kommen. Alle, die den Film noch nicht gesehen haben, sollten jetzt nicht weiterschauen. Okay, wir gehen ein bisschen auf die sozialen und künstlerischen Aspekte des Films ein, was dieser Film uns quasi über das Leben erzählen möchte. Ich habe es ja vorhin bereits schon gesagt, ohne die grandiosen Darsteller hätte es diesen überzeugenden Film nicht gegeben. Ja. Boseman und auch Alice erfüllen diesen Film mit ganz eigenem Leben und ganz eigener Energie. Bei allen Tanzszenen, bei allen Szenen, in denen sie was, ich sage jetzt mal in dem James Brown, aber auch die Leute, die mit ihm in der Band sind, zum Beispiel den Funk erfinden, ja, hat man eine unglaubliche musikalische Energie, die dieses Gefühl für diese Musik stark zum Ausdruck bringen. Was ist das? Eine Gitarre. Es ist nicht. Pee-wee, was ist das? Eine Trommel, Mr. Brown? Jetzt haben wir es kapiert. Also wenn jemand sich fragt, was ist denn das Tolle am Funk, ja, dann guckt euch die Szene an, in dem James Brown den Song Cold Sweat mit seiner Band quasi arrangiert. Der Song ist noch nicht für die Öffentlichkeit bereit, man überlegt noch, wie man ihn spielt. Ne, welche Instrumenten setzen wo ein, wie singt er, wie tanzt er dazu. Man arrangiert. Und diese Szene ist so wunderbar und ist so für mich so mit einem der Kerne des Films, weil da sichtbar wird, wie Künstler arbeiten, wie intuitiv und wie viel, sie haben viel handwerkliches Geschick, was sich aber dann in so einem
intuitiven Fluss aus Kunst und Kreativität zu einem Werk verschmelzen. Ja? Und das ist grandios. Ja? Und das muss man als Schauspieler erstmal hinbekommen, die Musik auch selber so präsentieren zu können, die Tanzschritte, die ganze Mimik, Gestik, die Haptik, alles das, was James Brown ausgemacht hat. Ja, auch seine Wut ja, und seine Freude und seine Überzeugungskunst und so. All das und das ist wunderbar wiedergegeben. Das heißt, dieser Film ist echt auch etwas, was ich Schauspielschülern an die Hand legen würde, wo ich sagen würde, wenn ihr sehen wollt, was gut gespielt ist, guckt euch Get On Up an. Gehen wir dazu über zu einer der Aussagen des Films. Da geht es darum, den fand ich sehr stark und deswegen spoilern wir jetzt ein bisschen was vom Schluss. Dieser Film hat am Schluss ein sehr starkes, aber auch ein bisschen trauriges Resümee. Ja? Traurig dahingehend, dass es auch einen Preis gekostet hat. Ja? Alles, was James Brown erlebt hat, war toll, hat aber auch immer einen Preis gekostet. Und das ist leider nicht immer die Ehrlichkeit, die bei so Filmen ist. Manchmal kriegt man immer so dargestellt, als hätte der Held jetzt nur irgendwelche bösen Schicksalsschläge erlebt, für die er nichts kann und oder konnte. Ja, und das ist bei diesem Film nicht so. Alles, was er erlebt hat, er weiß genau, für was seine Mutter verantwortlich war und sein Vater. Das wird auch im Film thematisiert. Möchte ich euch aber auch jetzt nicht alles verraten. Er weiß aber auch, was die Gesellschaft ihre Schuld hat. Er weiß aber auch, wo er seine Schuld hat. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der leider auch heute in der Pädagogik gerne ignoriert wird. Das muss man leider so sagen. Es gibt auch ein Ich, das einen Anteil an etwas hat, ne? An Schuld, an auch natürlich auch an Erfolgen und anderen Dingen, aber man hat auch Sachen mitverantwortet, die nicht so toll waren. Und James Brown oder auch der Film bringt es halt auf eine Botschaft am Schluss des Films, die ich toll finde und sagt, er hat ja ein Riesenunternehmen geleitet, er hat eine Showband geleitet, eine 50-köpfige. Er sagt es auch im Film, er hat ein Booking-Unternehmen, das sich nur darum gekümmert hat, immer die Tours zu buchen und alles. Er musste Verträge aushandeln, ne? Er sagt es dann so, es besteht aus Showbusiness, ne? Da ist eine Show und da ist das Business. Ja? Und man muss beides beherrschen, sonst kann man nicht Erfolg haben. Ja? Und sowas. Und am Schluss des Films, wenn er nach all dem, was ihm negativ beeinflusst und beinahe zerstört hat und alles, was ihm positiv doch wieder hoch aus dem Müll und aus dem Morast des Lebens hervorgehoben hat, kommt er zu diesem Resümee in einem wunderbaren Bild. Ihr werdet das bemerken. Ihr dürft, am Schluss müsst ihr wirklich, auch wenn ihr denkt, naja, da wird jetzt vielleicht nur noch gesungen oder so, guckt es euch an. Das ist ein wunderbares Bild. Da steht plötzlich der junge James Brown da, der kleine Junge, der am Anfang von seinen Eltern verlassen ist, mit traurigem, aber ernsthaftem Blick und sagt, I have to pay the cost to be the boss. Ja. Ich habe dafür bezahlt, um der Boss zu sein. Also ich habe den Preis dafür bezahlen müssen, der Boss zu sein. Und dieser Preis ist es, dass man die Verantwortung übernimmt über all das, was wir eben gerade gesprochen haben. Ich übernehme die Verantwortung für die Gesellschaft, für das Unternehmen. Ich übernehme die Verantwortung für die künstlerische Gestaltung, dass das auch beim Publikum ankommt. Und es kommt nicht immer alles beim Publikum an, ne? Manches auch nicht. Und dann mal wieder ja, und dann mal wieder nein. Und dann hat man wieder einen Erfolg. Ich übernehme die Verantwortung für die Höhen und die Tiefen, aber ich übernehme auch die Verantwortung für die tollen Zeiten, für unsere Zeiten, wo wir gefeiert haben und für die Zeiten, wo ich ein Arschloch war. Ja. Und das ist was in dem Film ganz klar hervorsticht und was ich super finde, dass er ihn nicht in eine Richtung stilisiert und sagt, ja, der war halt so gigantisch oder der war halt so scheiße. Ja. Entschuldigung für die Worte, müssen wir vielleicht auspiepsen für YouTube. Aber es ist so. Jeder Mensch ist ambivalent, jeder Mensch besteht aus vielen Ebenen und vielen Einflussfaktoren. Und bei ihm, und das ist wunderbar in diesem Film dargestellt, war es die Frage, kann er diesem Traum, diesem Wunsch, diesem Inneren, den er hatte, eine Band zu gründen und damit erfolgreich zu sein, kann er das nach vorne führen?
Er konnte das nicht nur, er hatte die Disziplin dann, und ich glaube, das ist mit einer der Kernaussagen, er hatte sich die Disziplin über sein Leben erarbeitet, trotz der ganzen Widernisse oder Hindernisse, dieser Widerstände und Hindernisse, ja, hat er diese Disziplin gehabt zu sagen, ich gehe jetzt weiter und weiter, bis der Erfolg da ist, wo ich ihn haben möchte. Ne? Das wirft halt auch dann ja, mit die Frage auf, was manche Menschen dann auch gerne dann so sagen, ja, der Typ war ja überspannt und überdreht oder der war psychisch krank oder so. Natürlich, ein Stück weit stimmen so Aussagen dann auch. Ne? Man kennt es von Vorgesetzten. Vorgesetzte können tolle Menschen sein, lustige, spaßige. Es können aber auch psychisch kranke Menschen sein. Es können aber auch Leute sein, die immer wütend sind. Es können Leute sein, die aggressiv sind. Es gibt alles. Ja, es gibt alles im Berufsleben. Ja, und manchmal ist es halt auch so, je nachdem, wie gut ich selber damit umgehen kann, kann ich das halt auch aus meinem Leben raushalten. Und nehmen wir es vorweg. James Brown konnte es nicht aus seinem Leben raushalten. Deswegen war er auch laufend in der Presse. Ne? Wenn ich halt ständig aggressiv bin in der Öffentlichkeit und über Dinge und dann wild rumschieße in der Öffentlichkeit, weil ich mal wütend bin, jetzt nicht um jemanden zu treffen, aber um halt einfach mal Lärm zu machen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Leute halt auch dann sagen, ach Gott, was ist denn das für einer? Ne? Auf der anderen Seite würde es uns halt gut stehen, den Konsumenten, also gerade den Konsumenten von Nachrichten, Medien, gerade in modernen Medien und Nachrichten, ja, genauer zu hinterfragen, was wir denn immer für ein Bild von einem Menschen gezeigt bekommen. Ja. In dem Film Get On Up kriegen wir das Bild von James Brown gezeichnet mit allen Nuancen, Höhen und Tiefen, die wichtig sind, um diesen Menschen zu verstehen. Und das Gute ist, dass es nie ins Klischee abdriftet und dass es nie ins Kitschige oder Übertriebene, Heroische oder sonst irgendwas abdriftet. Auch nie ins totale, oh Gott, ist das ein schlechter Mensch, ja, Film dann abdriftet, sondern dass wir einen realistischen Menschen gezeigt bekommen, der uns einen Hinweis darauf gibt, was der Schlüssel zum Erfolg ist. Ne? Das, was ich dann gerade gesagt habe. Er hat viel Negatives erlebt, aber das hat ihn nicht zerstört. Er hat all diese negativen Erfahrung genommen und hat sie in Disziplin und Ambition umgewandelt. Das ist sein Schlüssel zum Erfolg gewesen, seine Disziplin. Zu der Bewertung von Get On Up. Get On Up bekommt auf meiner filmwissenschaftlichen Skala 8 von 10 Punkten. Auf meiner David Dietrich Sense of Wonder Skala bekommt er 9 von 10 Punkten. Bis zum nächsten Mal bei Davids Filmwelt.